Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Eine Jahrmarktszene. Ein Ballonverkäufer mit seiner bunten Ware, die in den Himmel strebt, ein ganzes Bündel solcher Heißluftballons in der einen haltend, ein zweiter vereinzelter in der zweiten Hand. Vor ihm zwei junge Frauen in die Szene blickend. Mit nüchternem, pastösem Farbauftrag in zurückgenommenem Farbkanon, so schildert Rudolf Otto Schatz diese Szene. Ganz im Sinne der neuen Sachlichkeit, einer neuen Strömung im Kunstschaffen, die neben dem Surrealismus reagiert. Der Erste Weltkrieg, Massenvernichtung, Enthumanisierung, der erste Giftgaseinsatz in der Menschheitsgeschichte, die völlige Verunsicherung. Was zurückbleibt, sind zerstörte Leiber und devastierte Seelen. Sigmund Freuds Theorie vom Unheimlichen lässt sich in beiden dieser Kunstströmungen wiederfinden. Und so kann in dieser nüchternen, lakonischen Schilderung dreier Menschen, deren Beziehung zueinander sich für uns nicht ganz erschließt, aber sie sind wie von einem inneren Band miteinander verbunden dargestellt, im Raum stehend, so präsent. Und was sich dahinter verbirgt, unter dieser Oberfläche, scheint uns sichtbar zu machen, dass diese Welt auf den Fugen geraten war und sich gerade wieder ein bisschen in die Normalität zurückentwickelt hatte. Als würde Rudolf Otto Schatz, der aus einer gutbürgerlichen Beamtenfamilie in Wien stammte, 1900 geboren, wird der Hochtalentierte an der Kunstgewerbeschule bei Oskar Strnad studieren und als Holzschneider, Grafiker, Illustrator, für Arthur Rössler wird er viele Illustrationen fertigen, aber auch als Maler, als Schaffer von Tafelbildern, ein Beschreibender dieser Atmosphärik seiner Zeit zwischen den beiden Weltkriegen sich verorten. Und dann, 1938, der schreckliche Umschwung, man hat es gespürt, es war wahrnehmbar. Der bereits als 22-jährige, antifaschistisch eingestellte, linksorientierte, sich politisch engagierende Otto Rudolf Schatz wird wegen jüdischer Versippung, ein ungeheuerliches Wort, ein Terminus technicus dieses Dritten Reichs, er ist mit einer Jüdin verheiratet, im Konzentrationslager landen, in Großrosen, bei Gräditz. Rudolf Otto Schatz überlebt das KZ, aber es ist ein Knick, ein Bruch in seiner Biografie. Nichtsdestotrotz, seine Haltung, seine Einstellung wird er nicht verlieren. Und so wird er diesem neusachlichen Malduktus, dieser Erzählform auch treu bleiben. Und in seinen ruhigen, nüchternen Schilderungen eine Welt beschreiben, die das Toben rundherum nicht ausgesperrt und ausgespart hat, sondern es scheint im Untergrund zu brodeln und wird sichtbar, indem er diese eigenartig pastösen, beruhigten Farbigkeiten aufeinander prallen lässt und die Figuren in ihrer Präsenz auf uns wirken lässt. Rudolf Otto Schatz mit seinem Œuvre ein wichtiger Beitrag für eine Zeit, die wie zwischen zwei vulkanartigen Ausbrüchen einer wirtschaftlich und politisch katastrophalen Rahmensituation steht. Mehr als ein beschreibender, ein teilhabender, ein sich politisch positionierender Künstler, der in dieser nüchternen Beschreibung und Schilderung der Welt Position bezieht und damit etwas entgegenhält. Dieser Unbill, diesem scheußlichen, schrecklichen sich kristallisieren von Antisemitismus, Grausamkeit, Brutalität und Enthumanisierung.
Ein Künstler, der für Haltung und politische Einstellung steht. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der österreichischen Galerie Belvedere und Ihren Blick auf diese Weltsicht, die uns gegenwärtiger und bedeutsamer erscheint, je unsicherer die Verhältnisse unserer Tage werden.